Heute sprechen wir über Preise und Preisentwicklung hier in Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal einmal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Um genauer zu sein, bin ich von Dortmund nach Łódź ausgewandert und seitdem lebe ich und arbeite hier ganz normal in Łódź. Ziel mit dem Kanal ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen etwas näher zu bringen, und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Mal zeige ich einen Reisebericht, spreche über die Unterschiede zum Beispiel zwischen Deutschland und Polen, oder so wie jetzt erzähle ich einfach mal, wie die Preisentwicklung hier in Polen ist. Falls dich solche Themen interessieren, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Damit würdest du meine Arbeit wirklich sehr unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. So, genug mit der Vorstellung. Für das heutige Video habe ich natürlich einige Sachen vorbereitet. Unter anderem natürlich habe ich hier zum Beispiel ein paar Kassenbons, die ich in den letzten 2 Wochen mal gesammelt habe, extra halt für das Material. Auf dem Rechner hatte ich auch noch ein paar Informationen, die ich damals mal gesammelt habe für ältere Videos, wie damals die Preise waren. So kann man dann immer so einen guten Vergleich machen zwischen einigen Artikeln, wie die damals gekostet haben und was die heute kosten. Dann werde ich auch noch ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen, was ich so selber gesehen habe, wie hier so die Entwicklung der Preise ist. Und ich denke, da kann man auch das ein oder andere davon rausholen und dann mal so eine ganze Zusammenfassung machen, wie das sich ja eigentlich alles so entwickelt hat und weiterentwickeln wird. Eine Sache sollte man schon mal vorab sagen: Polen ist auf jeden Fall kein Billigland. Hier gibt es das ein oder andere Produkt, was man vielleicht noch günstiger kriegt im Gegensatz zu Deutschland. Ich sage jetzt mal gerade, polnische Produkte sind noch günstiger, aber wenn es jetzt um ganz normale importierte Produkte auch zum Beispiel geht, sind die sogar teilweise teurer. Und ansonsten sind die Preise auch nicht mehr so ganz unterschiedlich, wenn man jetzt auch zum Beispiel den Lohn und Preis vergleicht, im Gegensatz zu den deutschen Löhnen und Preisen. Dann merkt man schon, dass das nicht, sage ich jetzt mal, der Unterschied ganz groß ist. Ich nenne immer gerne dieses Beispiel mit dem Sprit, und viele Leute haben auch ein Auto, müssen auch mit dem Auto zur Arbeit fahren, und ich denke, das ist auch immer ein großer Teil der Kosten, den man monatlich einplanen sollte. Wenn man dann jetzt mal so einen Vergleich macht zwischen den beiden Löhnen, also man kann ja so ganz grob sagen, dass man in Deutschland ungefähr doppelt so viel verdient wie in Polen, hier aber der Sprit nicht doppelt so günstig ist. Hier kostet der Liter Super 6,5 Zloty, was auf den Euro ca. 1,50 Euro sind. Aber in Deutschland kostet ja nicht der Liter Super 3 Euro. Ich weiß nicht, wie der jetzt liegt, bei 1,90 Euro ungefähr. Also da sieht man, man hat in Deutschland doppelt so viel Lohn, aber der Sprit ist nicht doppelt so teuer, beziehungsweise der Sprit in Polen ist nicht doppelt so günstig. Wo ich auch eine ganz starke Preisveränderung gesehen habe, sind hier in Polen die Wohnungen. Wenn ich jetzt hier für Polen spreche, kann ich jetzt hier an erster Stelle natürlich nur für Łódź sprechen, aber vielleicht, wenn ihr auch in Polen lebt, in einer anderen Region, könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie bei euch die Preisentwicklung von Wohnungen ist oder war. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Ich kann mich nämlich noch ganz gut daran erinnern, als ich vor circa 4,5 Jahren nach Polen gekommen bin und nach einer Wohnung geschaut habe, zum Beispiel um eine Wohnung zu kaufen, war hier der Preis pro Quadratmeter vom Developer, also das heißt ein neu gebautes Gebäude, und wenn man dort jetzt eine Wohnung kaufen möchte, war der Preis bei circa 5.500 Zloty pro Quadratmeter. Natürlich muss man hier auch beachten, dass es natürlich hier auch auf die Region darauf ankommt und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung vom Developer kaufen möchte, sollte man schon mit circa 8.500 Zloty pro Meter rechnen, so ungefähr. Also wenn man jetzt selbst irgendwo eine, sage ich jetzt mal, schon stehende Wohnung kaufen möchte, dann muss man da schon mit mindestens 6.000, 7.000 Zloty pro Meter rechnen. Und das ist schon, denke ich, so das Minimum. Man
kann auch noch günstiger davon kommen. Man kriegt manchmal noch Wohnungen günstiger. Das sind dann auch zum Beispiel schon sehr alte Wohnungen oder das sind Wohnungen, die komplett renoviert werden müssen, weil die drinnen komplett zerstört sind. Und natürlich müssen dann die Verkäufer bis mit dem Preis runtergehen. Ja, weil das sind natürlich Preise, die man auch mit einkalkulieren sollte. Ach so, ich werde immer den Europreis irgendwo im Video einblenden, entweder hier unten oder oben. Ich schaue mal, wo ich im Video Platz finde, damit ihr dann auch immer so eine ganz grobe Vorstellung habt, wie der Preis in Euro ist. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich hier zum Beispiel in Łódź im Viertel Radogoszcz mir eine Wohnung angeschaut habe, beziehungsweise im Internet geschaut habe. Da war eine ca. 60 Quadratmeter Wohnung. Ich glaube, da war der Monatspreis ca. 1500 Zloty. Dann kommt da natürlich noch dieses Czynsz dazu. Das Czynsz habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, was das ist. Das sind im Prinzip diese ganzen Nebenkosten. Und da waren dann auch noch die Nebenkosten, ich glaube 350, 400 Zloty. Also ich weiß nicht, insgesamt hätte mich die Wohnung keine ganzen 2000 Zloty gekostet. Mittlerweile, wenn du jetzt zum Beispiel hier eine circa 50 Quadratmeter Wohnung haben willst, sollte man schon mit 2500 Zloty rechnen. Plus natürlich auch noch Czynsz und Strom und alles, was dann auch noch so nebenbei dazu kommt. Aber nicht nur die, die eine Wohnung mieten wollten, hatten höhere Preise, sondern auch die, die eine Wohnung kaufen wollten. Selbstverständlich, na klar, wenn man eine Wohnung kaufen wollte, war der Preis dann höher, wie schon gerade erwähnt wurde. Aber auch die Bankraten, die sind hier gestiegen. Wir wissen ja, dass wir eine ganz lange Zeit eine 0 oder eine fast 0% Zinspolitik hatten. Der Unterschied zwischen Deutschland und Polen ist auch so, dass wenn ihr zum Beispiel in Deutschland nach einem Immobilienkredit fragt, ihr unterschreibt ein Papier, ich weiß nicht, für die nächsten 15 Jahre, dass ihr diese und diese Rate zahlt. In Polen ist das alles ein bisschen anders. Hier sind die Prozente variabel. Das heißt, wenn du heute unterschreibst, dass du einen Kredit von, ich weiß nicht, 1000 Zloty hast, kann das natürlich sein, das ist natürlich auch alles inflationsbedingt und so weiter und so fort, dass du dann zum Beispiel nach einem Jahr nicht mehr 1000 Zloty zahlst, sondern 2000 Zloty Kreditrate zahlst. Und wenn man dann überlegt, dass es hier teilweise auch Menschen gibt, die ihren Lebensstil so kalkulieren, dass sie am Ende des Monats plus minus null dabei rauskommen und plötzlich eine Kreditrate, sage ich mal, monatlich von 1500 hatten und dann plötzlich 3000 Zloty. Naja, das ist dann schon nicht so gut und viele Leute haben auch dadurch ihre Wohnungen verloren. Sprechen wir hier jetzt mal über den Strompreis, welche ja auch im Prinzip mit den Wohnungskosten zusammenhängen. Und hier in Polen kostet derzeit ein Kilowatt Strom ca. 85 Grosze. Hier muss man aber auch sagen, dass man diesen Preis kriegt, wenn man unter 1500 Kilowatt im Jahr bleibt. Bis vor kurzem war es noch so, dass wir den Strompreisdeckel bei 2500 Kilowatt hatten. Jetzt ist das bei 1500 Kilowatt im Jahr, die man verbrauchen darf. Zum alten Strompreis bzw. zum günstigen Strompreis überschreitest du die 1500 Kilowatt, steigt dein Strompreis auf ca. 1,50 Zloty. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, was ich jetzt herausgefunden habe, wie der Strompreis in Deutschland ist. Denn ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mal eine Recherche für ein älteres Video gemacht habe, vor circa 1,5 Jahren. Da war der Strompreis in Deutschland, zumindest damals, bei circa 40 Cent pro Kilowatt. Jetzt habe ich gerade geschaut, dass der Strompreis für Neukunden bei circa 25 Cent liegt. Die Zuschauer aus Deutschland können mir vielleicht mal unten in den Kommentaren hinterlassen, ob das der Wahrheit entspricht. Das wäre natürlich schon gewaltig, wenn ich hier in Polen mehr Strom zahlen würde wie in Deutschland. Aber okay, wenn das so ist, dann ist das halt so. Kann ich leider nicht ändern. Ich denke, jetzt haben wir genug über Wohnungen und den dazugehörigen Preisen gesprochen. Falls dir zu diesem Thema noch irgendwelche Preise fehlen sollten, kannst du es mich gerne in den Kommentaren hinterlassen oder du kannst mich natürlich auch gerne privat anschreiben, zum Beispiel auf Instagram. Mein Instagram-Name sollte jetzt hier unten irgendwo aufleuchten. Ich mag das immer, mich mit Leuten auszutauschen, die auch in Polen leben, gegebenenfalls sogar in einer anderen Region, um mit denen dann auch vielleicht so die Preise zu vergleichen. Ich finde das
persönlich sehr interessant. Kommen wir aber jetzt zu den Lebensmittelpreisen bzw. Preisen von Grundnahrungsmitteln, wie die derzeit sind und wie die sich vielleicht auch ein bisschen verändert haben im Gegensatz zu 2-3 Jahren. Und wie ich auch schon am Anfang des Videos erwähnt habe, war ich ein bisschen einkaufen und habe auch den ein oder anderen Kassenzettel aufbewahrt, um auch etwas vorlesen zu können, damit ich das dann auch alles auf der Hand habe. War ich erstmal letztes Wochenende einkaufen, da habe ich ein halbes Kilo Nudeln gekauft. Ich weiß gar nicht von welcher Marke, das steht jetzt hier glaube ich gar nicht drauf, aber egal. Da habe ich zum Beispiel jetzt für ein halbes Kilo Nudeln 2,99 € bezahlt. Man muss sagen, das ist dann schon ein bisschen eine etwas günstigere Variante. Wenn ihr euch zum Beispiel Barilla-Nudeln kaufen möchtet, da kostet 1 Kilo circa 10 Zł. Und welche Marke hier auch in Polen sehr bekannt ist, das ist Lubella. Nur bitte seid vorsichtig bei Lubella-Nudeln. Die verkaufen keine 500 Gramm mehr, die verkaufen mittlerweile nur noch 400 Gramm Packungen, also die haben einfach mal 100 Gramm weggenommen. Das war noch vor 6 Monaten anders, aber hier kostet dann auch eine zum Beispiel 400 Gramm Packung um die 5,19 Zł. Also da ist auch die Inflation sehr stark zu spüren. Da habe ich mir hier 12%ige Sahne gekauft für 3,62 Zł. Zum Beispiel Feta-Käse 200 Gramm habe ich 11,19 Zł bezahlt. Butter habe ich jetzt 5,99 Zł bezahlt. Das ist aber auch die günstige Variante. Wenn ihr zum Beispiel in Biedronka geht, habt ihr dann 2 Sorten von Butter. Einmal die etwas teurere, die kostet mittlerweile 7,86 Zł. Da ist der Preis jetzt auch in den letzten Wochen gestiegen. Das war vorher auf 6,99 Zł. Vor 3 Jahren war der Preis noch bei 4,99 Zł. Also da merkt man, dass hier der Preis extrem angestiegen ist, gerade bei Butter. Und was man hier auch bedenken muss, in Polen ist eine Butterpackung 200 Gramm und nicht wie in Deutschland 250 Gramm. So gesehen ist die Butter in Polen teurer wie in Deutschland, leider. Dann habe ich mir einen Salatkopf gekauft, der 6,29 Zł gekostet hat. 1 Kilo rote Paprika kostet hier 19,99 Zł. Bananen habe ich mir geholt für 6,99 Zł. Eine Dose Mais in Konserve, also eine kleine Dose, hat mich jetzt hier zum Beispiel 3,99 Zł gekostet. Und was auch noch interessant ist, Klopapier. Ich habe letztens Klopapier gekauft und ich kaufe entweder 3- oder 4-lagiges Klopapier und da ist auch der Preis sehr extrem angestiegen. Ich kann mich nur erinnern, dass vor circa 2 Jahren der Klopapierpreis für 3-lagiges zum Beispiel 12,99 Zł war. Mittlerweile kostet das Klopapier 17,99 Zł. Also auch da haben wir eine extreme Preissteigerung. Ich sehe jetzt hier auch gerade, ich habe mir hier Mozzarella-Käse geholt, der auch 2,99 Zł kostet. Und ja, zum Beispiel auch ein halbes Kilo Brokkoli kostet mich 6,99 Zł, genau wie die Champignons, die kosten mich auch 6,99 Zł. Das sind selbstverständlich jetzt auch nur so alles Beispielpreise. Ich kann euch auch sagen, dass zum Beispiel der Liter Milch, je nachdem wo man den kauft, auch sehr teuer geworden ist. Früher war der Liter Milch, ich glaube, bei ungefähr 2,30 Zł, 2,40 Zł. Mittlerweile muss man hier auch schon mit mindestens 3 Zł rechnen pro Liter Milch und das ist wirklich, wenn man jetzt die günstige Milch kauft. Zum Beispiel waren wir mal gestern rein zufällig im Leclerc einkaufen, da haben wir über 4 Zł für einen Liter Milch bezahlt. Finde ich persönlich schon teuer im Gegensatz zu früher. Ich persönlich bin ja auch ein sehr starker Kaffeetrinker, muss ich auch zugeben, dass ich da vielleicht schon sogar ein bisschen kaffeesüchtig bin. Ich trinke sehr viel Kaffee. Auch bei dem Kaffeepreis muss ich sagen, der ist hier sehr stark angestiegen. Ich habe zum Beispiel einen Vollautomaten, wo ich diese ganzen Bohnen reinschmeiße. Zum Beispiel war der Kaffeepreis noch vor 4 Jahren bei circa 40 Zł und dann habe ich manchmal auf Angebote gewartet. Da habe ich dann das Kilo Kaffee für 35 Zł gekriegt. Mittlerweile zahle ich hier für Kaffee für 1 Kilo Bohnenkaffee 60 Zł und das ist wirklich in der Tat so, dass ich mir sehr oft Kaffee aus Deutschland zum Beispiel zuschicken lasse von meinen Eltern, weil der Kaffeepreis wirklich in Deutschland teilweise günstiger ist. Und das sind auch die Sachen, die ich schon am Anfang ein bisschen erwähnt habe, dass hier nicht immer alles günstiger ist, beziehungsweise, naja, sind die Preise wahrscheinlich hier teurer oder sehr ähnlich. Und wenn man das dann mit dem Lohn vergleicht, dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, ist das ungerecht,
Aber da sieht man einfach, dass hier das Leben in Polen, wenn man hier lebt und arbeitet, nicht immer sehr günstig ist. Auch wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, sind da die Preise extrem gestiegen. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich früher zum Bäcker gegangen bin. Da hat ein komplettes ganzes Weißbrot so um die 3 Zloty gekostet. Mittlerweile sind wir schon bei 5,50 Zloty. Und meine Brötchen, die ich mir jeden Morgen zum Frühstück hole, sind eigentlich auch schon auf über 50% gestiegen. Ich habe damals ca. 80 Groschen für ein Brötchen bezahlt. Mittlerweile ist der Preis bei 1,37 Zloty. Das sind natürlich gewaltige Preissteigerung, aber ja, das hat natürlich auch alles einen Grund, warum es so gekommen ist, wie es ist. Wie ich schon mal in dem einen oder anderen Video erwähnt habe und wo ich dann auch manchmal sehr falsch verstanden wurde, zumindest habe ich das so von den Kommentaren entnommen, bin ich nicht so der Freund von diesen ganzen politischen Geschenken, Gratisgelder und so weiter. Hier ist auch zum Beispiel das Kindergeld angestiegen am 01.01.2024 von 500 Zloty auf 800 Zloty, aber auch am 01.01.2024 sind die Steuern gestiegen für landwirtschaftliche Betriebe bzw. für Bauern, die Land hatten, mussten jetzt circa um die 25% mehr Steuern zahlen für ihr Land, was die hatten. Somit steigen dann auch automatisch die Obstpreise, Gemüsepreise oder auch der Brotpreis. Welche Preise ich persönlich hier noch günstig finde, sind zum Beispiel Sachen, alles was mit Kfz zu tun hat, beziehungsweise Instandhaltung des Autos. Ein TÜV-Besuch hier in Polen, beziehungsweise der Przegląd Techniczny, den man hier einmal im Jahr machen muss, kostet hier 99 Zloty. Wenn du noch eine Gasanlage hast, wird dich das insgesamt 170 Zloty kosten. Ich habe auch letztes Jahr mein Auto für den Przegląd Techniczny vorbereiten lassen und habe ich auch noch nebenbei einen Reifenwechsel gemacht. Die ganze Prozedur hat mich so circa 250 Zloty gekostet. Auch habe ich jetzt erstmal vor ein paar Tagen sogar einen 5-Liter Kanister Kühlflüssigkeit gekauft, welcher mich 60 Zloty gekostet hat. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch gar nicht, wie teuer jetzt Kühlflüssigkeit in Deutschland ist. Aber hier habe ich jetzt zumindest 60 Zloty dafür bezahlt. Zum reinen Reifenwechsel fahre ich auch immer zum Service und dann lasse ich mir es dort machen. In Deutschland habe ich das immer selber gemacht. Da hatte mein Vater auch eine Garage und da hatte ich einfach den Platz, um auch die Reifen zu wechseln. Hier in Polen, die Parkplätze, die sind ein bisschen enger. Ich will mich da einfach nicht so ganz abquälen. Deswegen fahre ich immer damit zum Service. Reiner Reifenwechsel kostet mich hier in Polen 80 Zloty. Ich denke, der Preis, der ist auch noch ganz in Ordnung. Somit würde ich jetzt mal sagen, dass hier allgemein Sachen, alles was mit Kfz zu tun hat, günstiger ist. Ihr könnt mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, was so ein Service in Deutschland kosten würde. Eine Sache, die sich meiner Meinung nach nicht so wirklich lohnt in Polen zu kaufen, sind zum Beispiel Elektrogeräte. Wenn du dir zum Beispiel in Polen ein iPhone kaufen möchtest, ist der Preis vom iPhone, wenn du das jetzt auf den Euro umrechnest, teurer in Polen wie jetzt in Deutschland. Was mir auch aufgefallen ist, als ich mir letztens einen Fernseher und einen Laptop gekauft habe, dass zum ersten die Preise in Polen hier gleich sind, beziehungsweise teilweise teurer sind und auch noch, dass die Geräte, die es schon in Deutschland gibt, es noch überhaupt nicht in Polen gibt. Das heißt, dass in Polen die Geräte manchmal erstmal so um circa 6 Monate später ankommen. Zu diesem Thema habe ich einmal auch ein Video gemacht, das packe ich euch mal später in der Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen und dann seht ihr auch ganz genau, was ich damit meine. Ich denke, ich könnte jetzt hier noch eine ganze Weile weitermachen und über Preisvergleiche sprechen, wo was günstig ist, beziehungsweise wo sich es mehr lohnt, etwas zu kaufen und wo nicht. Aber ich denke, dann könnte ich hier wirklich noch die nächsten 2 Tage sitzen. Hinterlass du mir aber mal bitte in den Kommentaren, was deiner Meinung nach in Polen bzw. in Deutschland günstig oder teurer ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Falls ich vergessen habe, im Video etwas zu erwähnen oder einen ganz wichtigen Preisvergleich nicht gemacht habe, kannst du es mich auch sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Oder du darfst mich natürlich auch persönlich anschreiben, auf Instagram zum Beispiel. Mein Instagram-Name müsste jetzt hier aufleuchten. Dann können wir vielleicht ein bisschen diskutieren. Das würde mich wirklich auch tierisch interessieren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund, ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao!